Das Entfernen von Unkraut gehört zur Gartenarbeit dazu, aber es gibt schönere Arbeiten und man kann sich das Leben unnötig schwer machen, indem man gewisse Unkräuter blühen lässt. Denn einige dieser Pflanzen bilden nicht nur Hunderte, sondern Hunderttausende Samen an einer Pflanze und deshalb hier meine Top 10 der Pflanzen, die man auf keinen Fall aussamen lassen sollte. Die erste Pflanze, die ich euch vorstellen möchte, kommt mit ihren ungefähr 500 Samen pro Pflanze bei weitem nicht an die höheren Plätze dran, aber trotzdem hat sie eine unangenehme Eigenschaft und die geht schon aus dem Namen hervor, das Klettenlabkraut. Überall an der Pflanze und auch an diesen kleinen Samen hier sind Härchen dran und die sorgen dafür, dass die überall kleben bleiben. Bei der Kleidung, bei Tieren im Fell und so verschleppt man die sich überall hin. Das Interessante ist, aus den Samen hat man früher in schlechteren Zeiten einen Kaffeeersatz gemacht und die jungen Triebe kann man wohl blanchieren und essen. Ich habe das selber noch nie probiert, aber ihr vielleicht. Na, ist der nicht schön? Das ist Klatschmohn und eigentlich sollte ich den gar nicht so nah hier in der Nähe der Beete blühen lassen. Der hat sich hier selber ausgesamt. Ich bringe es aber nicht übers Herz, den zu entfernen, weil der ja doch recht schön ist. Trotzdem, die Anzahl der Samen, die der in einem Jahr bildet, ist schon beachtlich. Irgendwas zwischen 10 und 30.000, wenn nicht noch mehr Samen. Keimen tut der im Herbst, aber hauptsächlich im Frühjahr, bevorzugt auf offenen Flächen. Und was auch noch beachtlich ist, die Samen, da gibt es verschiedene Angaben zu, sind zwischen 10 bis 40 Jahre keimfähig. Also wenn das einmal im Boden ist, hat man noch viele Jahre Spaß damit. Ich lasse den trotzdem blühen, aber ich gehe immer mal wieder hin und entferne die Blüten, die verblüht sind, damit die Samenkapseln nicht ausreifen. Unsere nächste Pflanze wird von unseren Hühnern sehr gerne gefressen. Die Hühner sind Vögel, also reden wir jetzt von der Vogelmiere. Und die bildet eine beachtliche Anzahl von ungefähr 5.000 bis 20.000 Samen pro Pflanze. Ja, kommt wie immer darauf an, wie groß ist die Pflanze, aber das ist so ein Mittelwert. Das Beachtliche ist aber, wie lange das Saatgut im Boden keimfähig bleiben kann. Da gibt es Angaben, irgendwas zwischen 5 und 18 Jahren. Ich lasse die manchmal irgendwo am Rand wachsen. Ich esse das ja auch ganz gerne, hin und wieder im Frühjahr im Salat. Aber im Beet ist das extrem lästig und kann schon mal dichte Kissen bilden. Und dann kriegt man die auch nur noch sehr schwer daraus, vor allen Dingen, wenn die eigene Saat dazwischen aufgehen soll. Also Vogelmiere hat bei mir im Beet nichts verloren. Auch die nächste Pflanze kann sich massenhaft im Garten ausbreiten, wenn sie sich einmal ausgesamt hat. Denn der Hirtentechel bildet irgendwas zwischen 5.000 bis über 20.000, 30.000 Samen pro Pflanze. Ich finde, der Hirtentechel ist kein wirkliches Problemunkraut. Er lässt sich einfach entfernen und man kann die Pflanze sogar essen. Trotzdem, das kann man beobachten, wenn man mal einen im Beet oder neben dem Beet hat blühen lassen, wie viele Jungpflanzen, also wie viele kleine Sämlinge da im nächsten Jahr auftreten, sollte man sich also zweimal überlegen. Unsere nächsten Kandidaten habe ich gerade hier in den Beeten gefunden. Das sind noch junge Exemplare, die blühen noch nicht und da sollte man sich auch zweimal überlegen, ob man die blühen lassen möchte, denn das kanadische Berufskraut bildet ca. 25.000 bis 60.000 Samen pro Pflanze. Einige Quellen sagen sogar über 100.000. Das ist eine ganze Menge und wer den schon mal im Garten hatte oder hat, weiß, irgendwann kommen diese kleinen Kerzen überall raus, werden 1 Meter, manchmal auch 1,50 Meter hoch. Ja, essen kann man es nicht wirklich. Die Keimfähigkeit der Samen liegt bei ungefähr 2 bis 4 Jahre. Das geht jetzt einigermaßen. Sie sind einjährig, das ist positiv und gehören auch nicht zu den wirklich schlimmen Wurzelunkräutern. Gerade diese Kerzen nimmt man und reißt die einfach aus. Abschneiden irgendwo bringt nicht viel, dann treiben sie wieder neu aus oder bilden Seitentriebe. Aber
kanadisches Berufskraut im Garten haben, ne, möchte man nicht. Über die letzte Pflanze hatte ich letzte Woche schon ein Video gemacht, was sich auch viele angeschaut haben, und zwar die Hühnerhirse. Aber es gibt auch noch andere Hirsearten wie die Fingerhirsen, die auch sehr lästig sein können. Und die Anzahl muss ich auch ein bisschen nach oben korrigieren. Die soll bis zu irgendwas zwischen 5.000 und 32.000 Samen bilden können, wenn es eine große, kräftige Pflanze ist. Ich frage mich immer, wer zählt sowas? Na, soll nicht mein Problem sein. Und in dem letzten Video hatte ich ja schon gesagt, ich habe mal den Fehler gemacht und habe die hier blühen lassen. Ich habe es einfach nicht geschafft, die wegzumachen oder hatte das gar nicht so schlimm empfunden. Und ja, Resultat ist, die kommt überall und breitet sich extrem aggressiv aus. Die Samen soll man wohl essen können, aber die zu gewinnen sehr, sehr schwierig. Und das Video hat noch einige geschrieben, man könnte die jungen Triebe essen. Das weiß ich jetzt nicht und ja, übernehmt es bitte nicht einfach so. Die Samen, die sich bilden, sind ungefähr 8 Jahre im Boden, bleiben die keimfähig. Also für mich eins der absoluten Horrorunkräuter. Habt ihr schon mal vom zurückgebogenen Fuchsschwanz gehört? Das ist eine Amarantart, die sich hier gefühlt immer weiter ausbreitet. Ich habe die zum Glück nicht im Garten, aber in der Gartenoase ist die seit einigen Jahren zu einem richtigen Problem geworden. Und die bildet bis zu 30.000 Samen pro Pflanze. Das ist richtig viel und die Pflanzen werden ansehnlich hoch, wenn man sie lässt. Mein dringender Tipp, lasst die bitte nicht aussamen. Ihr kriegt die fast nicht mehr los, denn das Saatgut im Boden kann bis zu 40 Jahre keimfähig bleiben und Marcel hat schon richtige Probleme damit. Die breitet sich nicht nur nach oben, sondern auch in die Breite aus und wenn man die zu spät entfernt, dann haben Nutzpflanzen nicht viele Chancen, dieser Konkurrenz irgendwas entgegenzutreten. Ja, man kann es essen, wie Spinat, das kann man mit den meisten Fuchsschwanzgewächsen so. Ich meine, Spinat ist ja auch ein Fuchsschwanzgewächs, aber auf keinen Fall diese Amarantart aussamen lassen. Platz Nummer 3 geht an den Sommerportulak. Und wie der Name schon sagt, tritt der im Garten erst auf, wenn es wärmer wird, spätes Frühjahr und im Sommer, kann dann aber auch 2 Generationen bilden, die je Samen ausbilden können. Eigentlich ist der einjährig, also nicht frostverträglich, was schon mal sehr gut ist. Und ich kriege ständig oder regelmäßig eins auf den Deckel von einigen Zuschauern, wenn ich sage, das ist ein Unkraut, weil es ist schon für einigen sehr geschätztes Gemüse. Trotzdem ändert das nichts daran, dass der bis zu 200.000 Samen pro Pflanze bilden kann. Und glaub mir, das ist schon sehr, sehr viel. Ich hatte den auch mal eine Zeit und hier und da kommt auch immer noch eine Pflanze raus, aber ich bekämpfe den wirklich akribisch, weil ich gesehen habe, was der bei Marcel auf dem Feld angerichtet hat. Der hatte den auch erst seit ein paar Jahren. Früher gab es den hier eigentlich gar nicht. Und der hat sich so ausgebreitet, der hat dicke, fleischige Stiele und wenn man daran reißt, hat man nicht die Wurzel in der Hand, sondern nur eins dieser Stiele, bildet ein sehr dichtes Geflecht über dem Boden und rankt alles sehr aggressiv zu. Ja, man kann ihn essen, er schmeckt wohl auch ganz gut. Ich werde mal sehen, dass ich ihn dieses Jahr mal probiere, aber glaubt mir, lasst ihn auf keinen Fall blühen und genau da liegt das Problem. Die keimfähigen Samen bilden sich schon sehr schnell aus. Also man kann nicht sagen, ich lasse den jetzt erstmal stehen, beernte den ein paar Wochen und dann mache ich den weg, damit sich da kein Saatgut ausbildet. Das funktioniert nicht. Wenn ihr es machen wollt, macht es am besten in einem großen Topf irgendwo isoliert von den anderen Sachen. Dann kann der Samen da reinfallen, aber seht zu, dass ihr das nicht in euren Beeten habt. Von unserem Platz 2 habe ich vor vielen Jahren sogar mal ein Rezeptvideo gemacht, und zwar das Franzosenkraut. Recht unscheinbare Pflanze, aber was die Anzahl der Samen angeht, hat dies in sich. Von einigen tausend bis einige 10.000, sogar 100.000 Samen soll so eine Pflanze in einem Jahr bilden können. Ja, die ist einjährig, aber wenn die sich aussamt, ihr kennt das vielleicht,
hat man einen ganzen Teppich von diesen kleinen Franzosenkrautpflanzen. Die können auch höher werden, bis teilweise 60, 70, 80 Zentimeter. Aber es ist dann schon lästig. Die lässt sich zwar relativ leicht rausreißen, nur das Problem ist, wenn man die jetzt hier mit der Wurzel einfach auf dem Boden liegen lässt, die hat die Fähigkeit, super einfach wieder anzuwurzeln und wächst dann weiter. Man kann die Blätter essen, gekocht. Ich fand die, um ehrlich zu sein, nicht so lecker, aber es soll tatsächlich relativ viele gute Sachen da drin sein. Müsst ihr selber mal recherchieren. Naja, Franzosenkraut blühen lassen, damit macht ihr euch eine Menge Arbeit. Und jetzt kommen wir zum Gewinner unserer Top 10, und zwar der weiße Gänsefuß, besser bekannt als Ackermelde. Und die kann zwischen 10.000 und 400.000 Samen pro Pflanze bilden. Das gilt natürlich nur für richtig gut ausgewachsene Pflanzen. Die können ja auch schon sehr hoch werden, manchmal bis zu 2 Metern. Die ist einjährig, keimt ab dem Frühjahr. Ja, und man kann sie essen. Man kann sie essen wie Spinat, man kann die Blätter essen, vor allen Dingen die jungen. Die Samen könnte man, weil es ein Amaranthgewächs ist, so ein Fuchsschwanzgewächs, könnte man auch essen. Die sind aber sehr klein. Wenn ihr das machen wollt, nehmt lieber andere richtige Zuchtsorten. Aber jeder, der die schon mal im Garten gehabt hat, weiß, wie stark die sich ausbreiten kann. Naja, wie gesagt, das Positive ist, die ist nur einjährig. Es ist kein Wurzelunkraut, was immer wieder kommt. Und man kann sie relativ leicht entfernen. Wenn man einmal mit einem Werkzeug, mit einem Gartenwerkzeug wie eine Hacke da drüber geht, die bildet auch nicht wieder neue Wurzeln. Also was das anbelangt, ist die unproblematisch, aber allein die Zahl einige 100.000 Samen pro Pflanze. Naja, und das war unsere Top 10. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, um einfach mal darauf zu achten, welche Pflanzen man vielleicht nicht aussamen lassen sollte. Und hat euch das Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao!